Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um zwei coole Gadgets, die ich euch vorstellen möchte, falls ihr Probleme mit eurer Autobatterie habt, beziehungsweise mit dem Starten eures Autos. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Wie ihr wisst, ganz am Anfang, als ich das Auto gekauft habe, war es so, dass wenn man das Auto 5-6 Tage stehen gelassen hat, zum Beispiel weil man in Urlaub war, konnte man das Auto nicht mehr starten, weil einfach die Batterie leer war. Das war ein Problem von einem Modul, das nicht richtig heruntergefahren worden ist. Verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte das Video und ja, sprich, man ist ins Auto gekommen, es war komplett funktionslos, Batterie war komplett leer gesaugt, weil das Telematikmodul nicht richtig runtergefahren worden ist. Das wurde mit einem Update behoben. Jetzt funktioniert alles, wie es soll. Das Auto kann mehrere Tage, Wochen stehen bleiben, ohne dass irgendetwas passiert. Ja, damals ist man zum Auto gekommen und man hätte entweder das Auto überbrücken müssen. Hatte ich leider nicht da zum Überbrücken, also kein Überbrückungskabel und auch kein zweites Auto zu dem Zeitpunkt. Ich musste also den ADAC rufen. Funktioniert alles sehr, sehr gut, ist allerdings mit viel Zeit verbunden. Man wartet dann, je nachdem wie die Verfügbarkeit ist, eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht sogar auch 2. Diese Zeit, diese Wartezeit kann man sich ersparen. Hätte mir damals auch viel Ärger und viel Zeit erspart. Und es geht hier um dieses coole Gadget, nämlich den sogenannten Jump Starter. Ja, was ist das? Das ist im Prinzip eine Starthilfe und zwar eine richtig, richtig coole. Wie gesagt, das Ding bleibt jetzt bei mir permanent im Auto und hätte mir damals viel Zeit und viel Ärger erspart. Kommt in so einer nicen Verpackung, sprich man kann es ja in den Kofferraum legen oder sonst irgendwo unter den Sitz und es ist immer sicher verstaut. Richtig geil. Und wie sieht das Ganze aus? So sieht das Ganze aus. Ist natürlich eine kleine Anleitung dabei, braucht man allerdings nicht wirklich, weil das Ding ist wirklich selbsterklärend. So sieht es aus, richtig cool. Ja, was kann das Ding? Das Ding ist im Prinzip, wie ich gesagt habe, eine Starthilfe. Falls mal die Batterie leer ist oder kurz vorm Leergehen ist und man das Auto nicht mehr gestartet bekommt, kann man damit sein Auto nochmal starten. Man braucht also nicht zwingend ein anderes Auto oder Überbrückungskabel, sondern man kann sich selber damit helfen. Richtig cool, wenn man irgendwo unterwegs ist, im Wald, wo nicht unbedingt weitere Autos daneben dran stehen, wo man da ganz einfach überbrücken kann. Das Ding wird also geliefert mit den entsprechenden Kabeln. Richtig dick, wie ihr seht, richtig fett und dem Anschluss an das Starterpaket. Hinzu kommt noch ein ja, USB-C-Kabel. Das ist nämlich dazu da, um A, dieses Ding hier zu laden, aber B, kann das Ding auch externe Geräte laden. Ich zeige euch jetzt mal, was das Ding ungefähr kann und dann versuchen wir mal, wie man tatsächlich ein Auto damit startet. Ich habe eine richtig leere Batterie, aber dazu komme ich gleich. Ja, fangen wir an. Was kann das Ding? Wie gesagt, es kann die Batterie starten, also das Auto starten. Ist beschriftet, es hat hier DC-In, sprich, man kann das Ganze hier ganz normal laden. Dann hat es ein DC-Output, man kann also hier Geräte anschließen, 12 bis 16 Volt. Und hier vorne hat es dann einen Anschluss, nämlich den Anschluss, den wir benötigen, um dieses Ding hier anzuschließen. Und dann können wir auch schon unser Auto damit starten. Zeige ich euch aber gleich, wie das Ganze funktioniert. Hinzu kommen noch ja, 2 USB-Anschlüsse. Darüber können wir dann unsere Handys, Tablets, was auch immer wir haben, dann aufladen. Einmal mit 3 Ampere und einmal mit 2,1 Ampere. Und es hat eine dicke, fette Lampe hier. Blende ich euch auch mal ein zum Schluss, ja, wie die Leuchtkraft dieses Dings ist. Am Tag natürlich kann man schlecht sehen. Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Man schaltet das Ding ein. Es zeigt an, wie vollgeladen es ist. Und wenn ich jetzt hier länger drauf drücke, ja, leuchtet es permanent. Ich kann noch einmal drauf drücken, dann macht es einmal den Strobo-Effekt. Und ich kann noch mal drauf drücken und dann wird im Prinzip ein SOS-Signal erzeugt. Halte ich jetzt nicht in die Kamera, sonst ja, seht ihr nichts. Ne? Aber ich blende euch später mal ein, wie das Ganze dann bei Nacht aussieht. Richtig cooles Ding. Wie immer verlinke ich es euch unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Und wie gesagt, hätte ich das damals gehabt, hätte es mir viel, viel Ärger erspart und vor allem Warterei. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze in echt funktioniert und was wir damit überhaupt machen können. Ja, ich habe hier eine Batterie, die ist schon ziemlich leer und auch ziemlich kaputt. Wie ihr seht, eine Leerlaufspannung von ca. 4 Volt, sprich 2 Zellen sind noch aktiv, alle anderen sind kaputt. Und ich nehme jetzt hier als Beispiel meinen alten, liebevoll Turbo Focus genanntes Fahrzeug und daran versuchen wir das Ganze jetzt. Wie ihr seht, zuerst mal die aktuelle Spannung der funktionierenden Batterie, alles gut.
um die 12 Volt. Ich schließe jetzt auch noch mal kurz das Batterietestgerät an, was ich euch auch mal in einem Video gezeigt habe, verlinke ich euch oben in dieser Infokarte. Und auch das Batterietestgerät zeigt an, dass die Batterie okay ist. Tauschen wir das Ganze jetzt mal aus gegen eine kaputte Batterie, damit wir das Ganze auch wirklich simulieren können. Ja, hier wie immer zuerst den Minuspol abklemmen, damit es keinen Kurzschluss gibt, dann den Pluspol abklemmen, Batterie austauschen und in umgekehrter Reihenfolge dann nochmal anschließen. Wie ihr seht, haben wir jetzt nur noch eine Spannung von ca. 1 Volt. Das Batterietestgerät schaltet sich nicht mal ein, weil einfach die Spannung der Batterie zu gering ist. Die Batterie ist also komplett kaputt. Ja, wir wissen also, das Ding oder die Batterie ist kaputt. Wir kommen also zu einem Auto, was nicht starten möchte. Und jetzt schließen wir unser Starterhilfe-Set an. Wir schalten also unsere Starthilfe an, schließen dann das beigelegte Kabel an die Starthilfe an und schließen dann das Ganze an den Plus- und an den Minuspol der Batterie an. Wir sehen, die grüne LED blinkt, diese muss dauerhaft leuchten. Wenn die Batterie noch einigermaßen okay ist, aber zu sehr entladen ist, um das Auto zu starten, leuchtet die LED grün. Wenn die Batterie, so wie in unserem Fall, komplett leer gesaugt ist, also im Prinzip kaputt ist, dann blinkt die grüne LED. Wir müssen also auf diesen Boost-Knopf hier drücken und können dann innerhalb von 30 Sekunden unser Auto starten. Das mache ich also. Ich drücke also den Knopf, die LED leuchtet dauerhaft grün und jetzt gehen wir ins Auto und starten unser Auto. Wie ihr seht, das Auto startet und ja, jetzt übernimmt im Prinzip der Generator nochmal das Laden, beziehungsweise kann ich jetzt zu einer Werkstatt fahren oder in den Baumarkt, um mir eine neue Batterie zu kaufen. Jetzt kann es tatsächlich passieren, dass die Batterie so kaputt ist, dass auch beim Überbrücken oder durch die Starthilfe das Auto nicht startet. Das kann passieren. Hier können wir uns auch abhelfen, indem wir nämlich die Kabel von der Batterie abklemmen. Sprich, die Batterie ist jetzt gar nicht mit dem Auto verbunden und klemmen unsere Starthilfe direkt an die Klemmen an. Also jetzt haben wir die Batterie nicht mehr im Spiel mit dabei. Starten wir mal das Auto mit natürlich dem Starter angeschlossen und schauen, ob das funktioniert. Wie ihr seht, das Ganze funktioniert. Auto startet auch, wenn die Batterie nicht angeklemmt ist. Ganz wichtig, wenn die Batterie schon so kaputt ist, wenn die nicht angeklemmt ist und wir nur das Startergerät angeschlossen haben, ist es wichtig, dass wir die Leerlaufdrehzahl des Motors einfach hochhalten. Ansonsten kann es passieren, dass das Auto einfach ausgeht, weil der Generator nicht genug Strom liefert. In meinem Fall ist es so, wenn die Batterie abgeklemmt ist, muss ich jetzt hier ungefähr 1500 Umdrehungen pro Minute den Motor auf Touren halten, damit das Ganze dann läuft. Sobald ich das unter die 1500 Umdrehungen fallen lasse, geht der Motor abrupt aus. Ja, wie ihr gesehen habt, richtig cooles Ding, richtig geil. Kann ich jedem nur ans Herz legen, egal ob jetzt für dieses Auto, für ein anderes Auto, spielt gar keine Rolle. Solche Dinger, ja, ersparen einem einfach viel Zeit und viel Nerven und ja, einfach immer irgendwo liegen haben und wie gesagt, kann man auch gerne als riesengroße Powerbank benutzen und das funktioniert also bestens. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Licht aussieht, wie versprochen, also bei Nacht, wie das Ganze dann aussieht. Ziemlich beeindruckend, wie ihr seht, richtig, richtig hell, macht Spaß, also das Ding auch bei Nacht als Taschenlampe zu benutzen. Das Starter-Set ist natürlich eine coole Sache, ist allerdings natürlich immer eine temporäre Lösung. Ich brauche jetzt also entweder eine neue Batterie oder aber ich muss jetzt sehr, sehr lange mit dem Auto fahren oder einige Zeit mit dem Auto fahren, eine halbe Stunde mindestens, damit die Batterie einigermaßen aufgeladen ist. Wie gesagt, das ist immer eine temporäre Lösung, um überhaupt das Auto anzubekommen. Ich habe vom gleichen Hersteller ein Ladegerät zugeschickt bekommen. Ihr wisst, ich habe schon ein Ladegerät, dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte. Bin mit dem Ladegerät auch sehr zufrieden. Allerdings der Vorteil von diesem Ladegerät ist 6 Volt und 12 Volt. Das kann mein Ladegerät nicht. Und es hat noch zusätzlich die Anzeige, wie voll die Batterie aktuell geladen ist, also in welchem Zustand sie sich aktuell befindet. Und wir haben hier verschiedene Settings, die wir verwenden können, um die Batterie zu laden. Also wir können normal 12 Volt laden, eine AGM können wir laden, eine kleine 12 Volt Batterie, eine kleine AGM Batterie, 6 Volt, wir können auch Lithium Batterien hiermit laden und natürlich ein Reparaturmodus, um Batterien, die tiefenentladen sind, nochmal zum Leben zu erwecken. Ja, der große Vorteil von diesem Ding ist aber auch nicht nur, dass es 12 Volt unterstützt, Lithium-Ionen unterstützt und mir anzeigt, wie voll die Batterie ist. Das Ding ist auch wieder richtig nice verpackt. Macht es wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck von der Verpackung her, aber auch von den verwendeten Materialien.
Gut ist natürlich hier die Klemmen an beiden Seiten, wie ihr seht, nicht nur an einer Seite, das ist richtig geil. Hat natürlich noch ein zusätzliches Kabel für Motorrad oder sonstige Batterien anzuschließen. Aber bei diesem Ding ist es geil, das sehr, sehr lange Kabel. Das CTEK-Gerät hat ein Kabel, das ist okay, muss ich allerdings immer zumindest mal mit einer Verlängerung arbeiten. Und ich zeige euch jetzt mal den Vergleich zwischen dem CTEK-Gerät und diesem Gerät hier. Ich blende euch mal ein. Ich habe extra das Auto so ein bisschen blöd geparkt und wie ihr seht, hier müsste ich jetzt quasi beim CTEK-Gerät mit einer Verlängerung arbeiten. Klappt also nicht. Die Entfernung ist circa, ja, 4-5 Meter. Schafft das CTEK-Gerät nicht. Und mit dem hier zur Verfügung gestellten Gerät gar kein Problem. Sehr langes, ja, AC-Kabel, aber auch sehr langes DC-Kabel. Die Einrichtung bzw. das Einstellen vom Modi ist auch sehr, sehr simpel. Ich zeige es euch einfach mal. Mit dem Mode-Knopf wechselt ihr die Modi und sobald ihr einen Modi wirklich haben wollt, bestätigt ihr mit einmal draufdrücken, dass ihr die Modi haben wollt. Ansonsten mit zweimal draufdrücken wechselt man den eigentlichen Modi. Ich schließe das Ganze jetzt einfach mal an. Ich stelle das jetzt ein auf 12 Volt Normalbatterie. Wir schließen das Ganze jetzt hier einfach an und sehen dann direkt, dass das Gerät anfängt zu arbeiten, zeigt uns auch den Ladezustand an, wie voll ist aktuell die Batterie und welchen Bereich ihr aktuell lädt. Somit richtig cool, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung auf meiner Internetseite. Ich werde vermutlich einfach aus der Einfachheit halber weiter dieses hier jetzt verwenden, weil ich einfach keine Verlängerung brauche. Egal wie blöd ich mein Auto jetzt dahin stelle, ich brauche einfach keine Verlängerung, sonst kann es einfach so verwenden und ja, wie gesagt, hatte ich damals nicht auf dem Schirm, kann mir jetzt auch nicht wirklich erklären, wieso der ein oder andere Hersteller an dem blöden Kabel hier spart. Lieber einen halben Meter länger und ja, man erspart sich dann Verlängerungskabel oder Stolperfallen. Das war's zu diesen zwei coolen Gadgets. Schaut euch einfach mal den Link in meiner Videobeschreibung an und dann auf der Homepage vom Hersteller. Wie gesagt, die haben richtig coole Sachen. Zwei hat er mir zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und ja, ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!